Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Video enden wird, aber wir fahren nach Burnet, Texas und ich filme ein bisschen und wir sehen mal. Vielleicht wird es ja ein ganzes Video. Wenn nicht, wird es ein kurzer Ausschnitt und ich schneide das einfach mal rein. Viel Spaß bei diesem Video. Viel Spaß dabei. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. So, wir sind angekommen in Burnet, Texas. Das ist circa, ich sag mal, 1,5 Stunden haben wir gebraucht bis hierhin. Und sind 76 Meilen gewesen. Wir haben den Weg nicht über die I-35, also über die Autobahn gewählt, sondern haben den Weg übers Hill Country, die Hill Country Line gewählt, also wirklich übers Land. Sehr schön und Burnet ist deshalb bekannt, weil es neben Fredericksburg die zweite texanische Stadt ist, die wirklich tiefe deutsche Wurzeln hat. Ihr seht im Hintergrund steht Richter, also überall sieht man deutsche Namen und wir machen einen kleinen Rundgang. Es gibt eigentlich in Burnet nicht viel zu sehen, außer diese Main Street hier und die gehen wir rauf und runter. Ich filme ein bisschen, ich weiß nicht, ob es spannend ist, aber ich erzähle ein bisschen dazu, wenn spannende Dinge passieren. Könnte ein kurzes Video werden. Also wir haben gerade festgestellt, dass in Burnet, heute ist wenn wir das Video aufnehmen, ist heute der 9. November 2025 nach Christus. Und Burnet hat irgendwie entschieden, am 9. November 2025 nach Christus, es ist jetzt Weihnachten. Weil alle Geschäfte plärren hier irgendwelche Weihnachtslieder raus und also mir ist das zu früh. Und dir? Nein, mir ist das nie zu früh. Ich meine, hallo, es ist Weihnachten, die geilste Zeit im Jahr. Das stimmt, aber ich meine, in Essen-Stehle, wer das jetzt sieht, der weiß, der Weihnachtsmarkt hat schon eine Woche auf. Das ist einfach abgedreht. Das macht gut, kann man mögen. Ich mag es nicht, vor allen Dingen ist es warm. Ihr seht ja, ich bin im T-Shirt hier. Ja, aber dann hast du viel länger die schönste Zeit. Die schönste Zeit habe ich ja schon seit über 20 Jahren mit dir. Oh, du bist Zucker. Musst du jetzt sagen, ne? Sonst schneide ich das raus. Meine Frau meint, wir müssen in diesen Gourmet Pantry gehen. Denn in Fredericksburg gibt es einen Laden, der hat so Gewürze und die sind sehr spicy. Und ich glaube, sie hat die Hoffnung, dass das ähnlich ist. Wir gehen mal rein, wenn der auf hat. Wenn ihr mal in Texas seid und einen Trip hier macht und überlegt, hey, was können wir denn den Leuten zu Hause mitbringen, dann kann ich euch nur empfehlen, geht man in solche Läden rein. Die sind überall in jeder kleinen Stadt, in jeder touristischen kleinen Stadt auch, findet ihr diese Gewürzläden und die sind wirklich sehenswert, denn die haben teilweise wirklich lokal angebaute Gewürze, lokal gemischte Gewürze. Manchmal haben die auch so Honig oder selbstgemachte Marmeladen oder sowas. Also alles das, was man auch in den Koffer mitbringen kann. Und ich finde, das ist immer besser, als wenn man so ein T-Shirt-Merch mitbringt oder eine Cap mit Texas drauf. Da freuen sich die Verwandten ein bisschen mehr, wenn sie wirklich was zum Essen und Trinken aus Texas bekommen. Es ist wirklich ganz süß hier, ne? Also du hast halt wirklich, das ist also Texas-Klischee eigentlich, ne? Auch die Storefronts hier, die sehen so aus wie so Saloons. Und meine Frau hat wieder was entdeckt. Und auch die Läden, die hier sind, das ist halt wirklich Texas-Klischee, ne? Das ist noch mehr Texas-Klischee, ehrlich gesagt, als in Fredericksburg. In Fredericksburg habe ich immer den Eindruck, das ist halt, die Main Street ist für Touris gemacht. Ich meine, das ist hier ähnlich, ne? Also die Hauptstraße hier ist tatsächlich auch sehr touristisch, aber du hast halt ganz normale Läden hier und nicht so auf Touristen aus, ne? Also wenn ihr wirklich mal Texas pur erleben wollt, zumindest im abgespeckten Format, dann kann ich euch Burnet, Texas nur empfehlen.
So, der geübte Zuschauer hier, der kennt das ja schon von Austin, Texas, dass es hier so Murals gibt. Und natürlich gibt es in Börne. In Börne ist der Burner. Gibt es natürlich auch ein Mural. Also wenn ihr hier seid, Selfie-Befehl, oder? Absolut, total schön. Ich hab auch eins gemacht. Da könnt ihr drauf, also ihr müsst unbedingt der Tina auch auf Instagram folgen, weil die Tina hat auf Instagram, die macht mehr Landschaftsbilder als ich. Weiß ich stelle mich immer vor die Kamera morgens und quassel irgendeinen Quatsch, ne? Aber die Tina, die zeigt halt wirklich auch Bilder von Texas und dem Umfeld. Also folgt mal der lieben Tina auf Instagram, das lohnt sich wirklich, ehrlich. Die ist voll unterfollowert. Weil ja viele auch gefragt haben, wie das denn mit Alkohol ist und alle haben immer diese Brown Bags hier. Es ist tatsächlich so, das ist ähnlich wie in Fredericksburg hier. Du siehst die Leute hier einfach mit Wein und Bier auf der Straße laufen. Und darum möchten wir kurz mal aufklären, wie das denn in Texas grundsätzlich gesetzlich geregelt ist. Könnt ihr auch googeln, könnt ihr ChatGPT fragen, könnt ihr Grok fragen oder OnlyFans. Das ist einfach, also in Texas gilt das Gesetz, du darfst überall auf der Straße Alkohol trinken. Außer in Zonen, die ausgewiesen sind, wo du keinen Alkohol trinken darfst. So, das heißt, es ist also ein umgekehrtes Gesetz, als ihr das vielleicht von New York kennt oder so. Also in Texas ist grundsätzlich erlaubt, Alkohol auf der Straße zu trinken, außer wenn die Zone ausgewiesen ist, dass da kein Alkohol getrunken werden darf. Und hier gibt es tatsächlich einen Laden, das haben wir gerade gesehen, die verteilen sogar Free Beer. Also du kannst da reingehen und kriegst kostenlos ein Bier. Und bei Preisen, du kennst das ja hier selber, zwischen 5 und $9 für ein Bier, gehst du da rein, oder? Also ich trinke kein Bier, aber du... Ich trinke schon Bier. Also der Zweck ist natürlich, dass da steht Free Beer. Die Männer gehen da rein, nehmen sich ein Bier und in der Regel sind da Damenboutiquen, die das anbieten, weil dann können die Damen in aller Ruhe durch die Boutique gehen und die Kreditkarte glühen lassen und die Männer haben ein Bierchen und sind entspannt. Geiler Marketing-Trick, oder? Was ja auch sehr geil ist, was wir leider... Ich habe es einfach verpeilt zu filmen auch, ne? Gerade waren wir an der Ampel da und haben dieses Weißhaus gefilmt. Und da hielt eine aufgeregte Menge, hielt ein Autofahrer an, am Winken. Wir haben gesagt, was ist denn da los? Aber die hielten den Typen an, weil der hat sein Kaltgetränk auf dem Dach stehen lassen. Der ist also mit seinem, ich dachte, das gibt es immer nur im Fernsehen, ne? Aber der ist wirklich mit dem Auto hier über die Main Street gefahren und hatte tatsächlich noch sein Kaltgetränk oben auf dem Dach. Der Klassiker, oder? Also im Hintergrund seht ihr hier einen Laden, der ist leer. Und das ist sehr, sehr häufig hier in Texas. Nicht, dass der Laden leer ist, sondern dass es dann zur Weihnachtszeit so Pop-Up-Stores gibt. Ne? Hier gibt es dann den Frosted Jack. Der ist, da steht's, vom 28. November bis 28. Dezember. Das heißt, die nutzen dann die leerstehenden Gebäude und machen hier einen Weihnachtsladen rein. Eine Weihnachtstaverne, also eine Bar. Gibt es dann immer so Weihnachtsmusik, gibt es immer Weihnachtsdeko, Weihnachtsbeleuchtung. Und wenn ihr mal zur Weihnachtszeit hier seid, geht auf jeden Fall mal in so einen Pop-Up-Store. Die geben sich extrem viel Mühe. Meistens kostet das allerdings Eintritt plus Bier und Getränk. Also Bier und Getränk. Ich teile schon gar nicht mehr auf zwischen Bier und Getränk. Es geht zu Ende. Wir haben die Straßenseite gewechselt und wir mussten bis zu einer Ampel laufen, weil, Fun Fact, ihr dürft nicht einfach hier in Texas über die Straße laufen, denn das ist verboten und das gibt tatsächlich eine Strafe, wenn die euch erwischen. Also ihr müsst immer Fußgängerüberwege nehmen oder eine Ampel benutzen. Also macht nicht den Fehler und lauft einfach über die Straße hier. Wenn er einen Kopf sieht, findet der da total unlustig. Das gilt in Kalifornien übrigens auch, ne? Ich weiß nicht, ob das da verfolgt wird, aber in Texas ist das tatsächlich so. Bitte nur Ampeln benutzen oder Fußgängerüberwege, sonst gibt Mecker. Der Laden, den die Tina jetzt hier gerade besucht, den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Das ist auch ein Laden, den findet ihr überall in Texas. Dieser Laden hier heißt The People's Store und der Name sagt schon alles. Ihr findet also sehr, sehr patriotische T-Shirts hier mit Gunpowder oder... Ich meine, wie cool ist das denn, wenn ihr nach Hause kommt und ein T-Shirt anhabt mit der Golf von Amerika? Nun ja, ist Geschmackssache. Es gibt natürlich auch deutsche Sachen hier, so deutsche Bierkrüge, also zumindest das, was die Amerikaner glauben, was die Deutschen gerne kaufen. Ein bisschen Schnickschnack, aber es lohnt sich, also wirklich. Ihr kriegt da manchmal sehr ausgefallene, lustige Sachen auch. Ich meine, das muss Spaß machen, ne? Das nimmt bitte nicht so ernst hier. Der Laden, der ist einfach auch ein Krimskramsladen mit ganz lustigen Sachen. So, und der aufmerksame Zuschauer, der hat ja jetzt mittlerweile mitbekommen, dass Börne deutschen Ursprung hat.
Denn der Gründer von Börne war ein deutscher Einwanderer, wie so viele hier in Hill Country in Texas. Und ihr kennt ganz viele Straßenschilder auch wieder. Für mich ist immer so, wenn irgendwas mit Mann mit 2 N geschrieben wird, dann weiß ich, der Knabe, der kam bestimmt mal aus Deutschland. Da hinten sehe ich schon einen Store, und zwar hat der ganz alte 50er, 60er Jahre Automaten und Schilder. Und leider hat er zu. Wir sind schon einmal dann vorbeigelaufen. Leider hat er zu. Aber das ist einfach geil. Weißt du, so, das ist so. Kennt ihr noch Zurück in die Zukunft? Natürlich kennt ihr Zurück in die Zukunft, ne? Und Marty McFly, wie der in der Milchshake-Bar, in diesem Diner war. Und genau so sehen die Teile aus. Ich filme mal. Guck mal im Hintergrund, das Fass, das ist ja wohl der Knaller, oder? Da ist ein Coca-Cola-Fass mit Zapfhahn. Und ich glaube, das hätte ich gerne. Wirklich. Leider hat der Laden zu, aber ich muss hier nochmal hin. Ich will dieses Coca-Cola-Fass mit Zapfhahn haben. Sag doch mal ehrlich, wenn ihr so eine Zapfsäule seht, dann denkt ihr doch an die USA, oder? Das ist doch Texas-Klischee. Also mehr Texas geht doch gar nicht. Na klar, geht noch Cowboys und alles andere, aber das ist schon cool, oder? Oder hier, die alte Cola-Box, wo extra steht Don't Touch, aber meine Frau so, ist egal. Egal. Da ist Cola drin. Ja, seit den 50er Jahren ist da Cola drin. Hey, das Schild da oben, Tusculum oder Tusculum oder wie auch immer man das aussprechen mag, das ist tatsächlich der frühere Name von Börne, bevor er umbenannt wurde. 1856 ungefähr wurde er nach einem deutschen Settler umbenannt. Vorher hieß die Stadt Tusculum. So, Wissen mit den Achtermeyers. Bleiben Sie dran. Gleich gibt es Teil 2 und wir schreiben einen Test am Ende dieses Videos. Wissen wollt, wie viel Grad es ist, weil wir ja gesagt haben, wir sind am 9. November hier. Es ist gerade ungefähr 21 Grad. Es ist ein bisschen windig. Ihr seht halt, meine Frisur ist ein bisschen durcheinander. Aber das soll uns nicht. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Also weißt du, du hörst hier an jeder Ecke irgendwie Weihnachtsmusik und es ist einfach warm. Ich habe eine Sonnenbrille auf. Ich komme noch nicht in Weihnachtsstimmung. Du? Ja, ich komme immer in Weihnachtsstimmung. Aber es ist wahr, es ist kühl. Guck mal hier. Ich kann tatsächlich ein langärmeliges Shirt tragen, wenn ich will. Und sie will. Und weiter geht's hier in Börne, Texas. So, Kinders, im Hintergrund seht ihr die Chamber of Commerce. Das ist so was wie die IHK. Nur von Börne und nicht zwangsfinanziert ist. Ich weiß, ich soll nicht böse sein, aber das ist halt tatsächlich so, ne? Wenn du ein Unternehmen hast in Deutschland, dann musst du, ob du willst oder nicht, für die IHK Gebühren zahlen. Da ist das Pendant die Chamber of Commerce von Börne. Wir gehen über den Markt von Börne. Der Markt von Börne findet immer in der zweiten Woche eines Monats statt. Immer von Februar bis Dezember. Und das lohnt sich wirklich, ne? Also, wenn ihr euch fragt übrigens, warum die Fahne hier auf Halbmast steht, weil Dick Cheney gestorben ist, gibt es hier Halbmastbeflaggung in ganz Texas für 10 Tage. Ich glaube sogar USA-weit, bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist dieser Markt sehr sehenswert. Die ganzen kleinen Business-Owner, die stellen da ihre Ware aus. Das geht übrigens auch so, da stehen auch Dachdecker, die verkaufen dann ihre Leistung. Du kannst aber auch Fleisch kaufen da. Also zumindest bestellen, der Metzger steht dann da und es gibt ganz viel so Textilien, lokaler Honig und natürlich ganz viele metallverarbeitende Betriebe, die dann so Blechschilder machen. Das ist ein typischer Markt hier und es lohnt sich. Der Marktplatz hier, ne? Seid ihr Gilmore Girls Fans? Auf jeden Fall erinnert der uns so ein bisschen an diesen Pavillon von Stars Hollow, ne? Ich suche noch irgendwo Luke's Diner. Mal gucken, ob wir den finden hier. Aber das ist echt, ich glaube, die kleinen amerikanischen Städte, die sind alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Ist halt so, ne? Hat sich halt bewährt, ne?
das war Börne, Texas. Wie war's? Total zauberhaft, super süß und weihnachtlich. Ja, da haben wir schon gesagt. Ich finde es ein bisschen zu früh, aber macht halt Laune. Was machen wir jetzt noch? Jetzt wollten wir zu La Cantera fahren. Das ist eine Mall bei San Antonio. Absolute Empfehlung auch für euch, falls ihr dort in der Nähe seid, weil die haben die meisten nicht drauf. Und das fühlt sich so ein bisschen an, als ob du in Mexiko wärst. Vom Deep in the Heart in Texas ab nach Mexiko. Genau, also die Mall ist ca. 26 Minuten von hier entfernt. Das heißt eigentlich ein Katzensprung für Texas und heißt La Cantera, wie die Tina sagte. Und ist tatsächlich mexikanisch angehaucht. Und weil ihr so lieb seid, nehmen wir euch nochmal mit, oder? Oder nehmen wir die nicht mit? Doch, die nehmen wir mit, die sind super. Die nehmen wir alle mit. Aber nur, wenn ihr lieb kommentiert. Sonst gehen wir wieder zurück. Dann dürft ihr nicht den Hebel ziehen. Bis später. The Shops at La Cantera. La Cantera ist hier ein Resort-Stadtteil in San Antonio. So würde ich das bezeichnen. Und wir sind an deiner Lieblingsstelle vorbeigefahren. Ja genau, wir sind am Six Flags vorbeigefahren. Das ist da vorne irgendwo. Ups, das ist da vorne. Und ich dachte nur, können wir da bitte rein, können wir da bitte rein? Und André sagte, nein. Nein. Das ist gar nichts für mich. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt in La Cantera und den geübten Zuschauern hier eine Shopping Mall in San Antonio zeigen. Viel Spaß dabei. Also ich nehme schon mal vorweg, ne? Die Shops, die ihr hier seht, ne? Die gibt es überall auf der Welt. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist halt eine Shopping Mall wie überall auf der Welt auch, aber... Sie ist wunderschön, sie ist draußen und sie hat ein totales Urlaubsflair. Also es ist die schönste Mall, die ich euch wirklich nur empfehlen kann, weil die in Austin, die Mall, die ist nix. Ja, in Austin, du meinst die Indoor Mall, ja, ne? Genau. Ja, die ist nicht so schön. Die ist nicht so schön. Also die Mall ist wirklich schön angelegt. Wir haben schönes Wetter zur Abwechslung mal. Also haben wir echt Glück gehabt, dass wir in Texas die Sonne haben. Ich zeige euch ein bisschen die Shops. Also nicht überrascht sein. Ihr werdet viele Namen wiedererkennen. Ja. Und vielleicht werdet ihr sogar einige Namen gar nicht kennen, aber für uns sind die halt so, wie zum Beispiel Lucchese. Das ist der Boothersteller hier in Texas. Für mich eine totale Megamarke mittlerweile. In Deutschland kannte ich die nicht. Oder Freebird, Coverkleidung. Also das sind schon Marken, die man in Deutschland nicht so kennt. Nee, das schon. Aber hier gibt es natürlich auch so Boss, also das, was du so Coach und sowas. Ne? Ja. Also das, was du in Düsseldorf auch alles kriegst du hier natürlich auch. Ne? Aber ich film, und viel mehr. Und viel mehr. Und ich filme ein bisschen und vielleicht tue ich meinen Senf dazu, wenn es wichtig ist. Also wir haben übrigens Sonntag, sagt meine Frau gerade. Das stimmt schon, ne? Also das ist schon erstaunlich. Ne? Sonntag ist hier wirklich die Hölle los. Die haben bis 6 Uhr abends auf und ihr seht ja, wir stehen gerade vor einem Rolex Store. Und ich frage mich tatsächlich, gibt es eigentlich immer noch Leute, die diese teuren Uhren kaufen? In Zeiten der Smartwatches oder was? Ich meine, klar, ist eine Wertanlage, ne? Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch habt, aber Lululemon. Kennt ihr Lululemon? Das ist die Pest. Das ist wirklich die Pest. Das ist so eine überteuerte Fitnessmarke und ist so sehr schick und sehr überteuert. Kommt auch aus China, ne? Und die sind jetzt stark in der Kritik, weil die halt so gefährliche und giftige Chemikalien verarbeitet haben. Haben riesen Klagen am Hals, aber... also es gibt hier, weißt du, was bei euch so die Dinkeldörtes sind? Sind hier so die Lululemon-Mamas, oder? Absolut, total. Dabei verstehe ich das gar nicht. Ich schon. Das muss ich auch mal erklären. Also im Hintergrund da seht ihr das Capital One Café. Und das ist tatsächlich ein Café von einer Bank. Und es ist so, wenn du eine Capital One Kreditkarte hast oder Debitkarte, ich weiß gar nicht, ob die, doch Debitkarte auch, dann kannst du dir da umsonst einen Kaffee ziehen. Also ich zumindest mit meiner Karte. Cool, oder? Also stellt euch mal vor, die Deutsche Bank würde Deutsche Bank Cafés machen und ich meine, da würdest du wahrscheinlich erstmal 15 Formulare ausfüllen müssen, um überhaupt den Kaffee zu bekommen, aber genau so ist das hier. Im Gegensatz zu Börne, ne, ist hier übrigens noch nichts von Weihnachten zu merken, oder? Nee, noch gar nicht.
Zu merken, zu spüren? Zu spüren noch überhaupt nicht. Also, doch. Doch? Ich sehe da vorne einen Weihnachtsbaum. Ach du Schitte. Ein Weihnachtsbaum. Ja, bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Auch was, wo ich als Mann überhaupt gar nicht mit zurechtkomme. Ne? Also meine Kinder, die kaufen natürlich Schminke. Ne? Ihr sind ja Damen. Ne? Und eure Jungs in Deutschland kaufen wahrscheinlich auch Schminke. Aber es gibt halt Sephora, dann gibt es noch Ulta und MAC. Ja. Und MAC ist wohl die Edelschminkmarke, weil, wenn meine Tochter nach Hause kommt, sagt, Papa, ich habe einen Nagellack, der ist von MAC. Ich sage, hui. Gibt es MAC in Deutschland? Schreibt mal in die Kommentare. Bury me standing, I ain't done yet. Boots in the mud where the sun don't set. I've carried this weight like a rusty chain, through fire and blood, through loss and pain. They told me to bow, but I clenched my jaw. I carved my name in the dust I saw. Bury me standing, not on my knees, a red wind blowing through the trees. Cut me down, but don't forget, you'll never kill what you ain't met. Bury me standing, my fight ain't through. I'll haunt these fields like the morning dew. I've seen concrete crawl where the cattle roam. Watch glass towers rise where the eagles home. Men in suits draw lines through maps, selling the soul of the heartland fast. But this dirt remembers every boot and it'll outlast their steel and suits. So I'll bury me standing, not on my knees, a real wind blowing through the trees. Cut me down, but don't forget, you'll never kill what you ain't met. Bury me standing, my fight ain't through. I'll haunt these fields like the morning. Wir gönnen uns mal eine Pause hier. Ihr habt ja gesehen, die Mimosa Bar. Und was genau eine Mimosa ist und warum wir jetzt hier sitzen und wie wir La Cantera finden, das erzählt euch jetzt die Tina. Ich gebe das Mikrofon mal weiter. So, also Mimosa ist tatsächlich einfach nur Sekt mit O-Saft. Fancy Name. Allerdings kriegst du den hier auch mit Raspberry oder Lavender oder keine Ahnung, mit 1000 verschiedenen Sirupen, wenn du möchtest. Und das Geile ist, $5 pro Mimosa, das ist so unschlagbar in den USA. Und die schmeckt wirklich super. La Cantera finde ich total süß, total schön, hat immer ein bisschen Urlaubsfeeling, wenn wir hier sind, oder? Ja, ne? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, man muss erwähnen, vielleicht kannst du was erzählen, da gegenüber, da ist das Grimaldis und da gibt es auch eine Geschichte zu. Ja, einfach Grimaldis ist eine leckere Pizza, die wir auch in Austin ständig essen und die wir super toll finden. Das ist so ein bisschen New York-Style-Pizza. Und welche Geschichte wolltest du denn erzählen? Alles ist gut. Ich muss so nehmen, weil sonst muss ich da so rüber. Das ist ein bisschen doof hier mit dem Mikrofon, aber diese Funkmikrofone, die sind halt total unpraktisch, wenn man so unterwegs ist und mal spontan was man will. Also Grimaldis gibt es tatsächlich auch in Austin und wenn ihr mal so ein Grimaldi seht, dann geht ruhig mal rein. Die Pizza ist gut. War letztes Mal, ging so, ne? Also ja. Die haben die Soße gewechselt, aber ist auch geil, ne? Da ist so ein Viech. Da war so ein Viech. Wir haben Tiere lieb. Und du kommst da rein und du glaubst wirklich, du bist in New York. Das Problem ist aber, die spielen alle 5 Minuten die gleichen Songs, oder? Wie Frank Sinatra, aber das ist wirklich gut. Also Grimaldis kann ich nur empfehlen. So, wir sind hier aber in dem Sweet Paris und auch das gibt's in Austin in der Domain. Und ich mag das halt, ihr seht hier, das sind so Halter, die sehen aus wie ein Eiffelturm und ihr geht da rein, bestellt euch, weiß ich nicht, Cupcake, Cappuccino, die haben auch Lunch, oder? Und die haben super leckere Crepes, also wirklich, das ist eine Creperie. Und wenn ihr mal Crepe essen möchtet in den USA, was ihr jetzt nicht braucht, aber wenn, dann Sweet Paris. Ich weiß gar nicht, ob es sie überall gibt oder ob es so ein Texas-Ding ist. Auf jeden Fall in den großen Städten hier gibt es Sweet Paris. Und ja, wir genießen jetzt ein Mimosa und dann geht es weiter durch die Shops at La Cantera. Viel Spaß weiterhin. Was uns gerade hier aufgefallen ist, ne, dass in La Cantera ist ja in San Antonio, ne? Und hier gibt es total viele Amerikaner, ne? Verrückt, ne? Also das ist irre, wie viele Amerikaner hier rumlaufen. Und die meisten sprechen Spanisch. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier nicht richtig, oder?
Da, Ich denke, alles ist richtig, genau so, wie es sein soll. ich glaube, ich brauche erstmal ein Eis. Buenas tardes. Das musst du dann auf Italienisch bestellen. Ah. Ich ärgere mich gerade total. Weißt du warum? Ach, ich muss jetzt antworten. Ne? Nein, warum denn, Tina? Ich weiß es gar nicht, warum du dich ärgern tust. Weil es hier in dieser super süßen Bar $3 Mimosas gibt und wir haben gerade $5 bezahlt. Und das sind 10 Meter. Mensch! Ich gehe jetzt auf Toilette und dann pinkel ich die $5 Mimosa wieder aus. Und dann hole ich mir eine $3 Mimosa. Dann sollen die mal sehen, was sie davon haben. Verrückt. Ja, das ist verrückt. Was soll ich sagen? Wieder ein Laden, den man wahrscheinlich nur in Texas kennt. Na, ich glaube mittlerweile international, ne? Aber der kommt aus Texas, aus Austin. Und das ist die Firma Yeti. Und die macht so Outdoor-Kühlungsboxen. Sind total gehypt, sind wirklich gute Qualität und scheiße teuer. Wirklich, oder? Ja, aber total cool. Und ich glaube, ich habe auch schon 2 oder 3 Yetis mittlerweile. Die habe ich aber alle mal geschenkt bekommen, weil ich bin zu geizig dafür, mir das zu kaufen. Also jetzt wisst ihr schon Bescheid, Lululemon und Yeti ist hier so der Chicky-Mickey-Marke, ne? Also jeder muss so ein Yeti haben und Lululemon tragen, die Frauen zumindest. Es gibt einen Konkurrenten, der heißt Iglo, der kommt, also in Houston gibt es glaube ich eine Fabrik, ich weiß gar nicht, ob der auch aus Texas kommt, es gibt den Igloway. Ja, aber Iglo ist billiger. Also Iglo ist nicht der Konkurrent. Ich würde sagen, der Konkurrent ist Stanley Cup. Also Stanley ist der Konkurrent zu Yeti. Aber nur was die Becher angeht, oder? Weil Stanley hat ja nur die Becher, die haben ja nicht diese Kühlboxen, oder? Ja, ja, richtig. Also für die Becher, also für, wenn du sagst Lululemon Moms, ne, die mit ihren Becherchen, die haben entweder einen Yeti oder einen Stanley. So, und wir Männer, wir haben mit unserem Pickup-Truck hinten eine Yeti-Box drauf. Wisst ihr Bescheid hier? Yeti, wenn ihr hier seid, geht mal rein, holt euch was. So, und das ist auch eine Marke, die kennt ihr garantiert aus Europa nicht. Das heißt H&M und das steht für Houston and Maine. Das also soll also widerspiegeln Texas und die East Coast. Und ist wirklich ein ganz hervorragender Laden. Die haben total moderne Sachen. Habe ich in Europa noch nie gesehen. Und wir gehen mal rein und schauen uns mal um. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wir sind schon fast am Ende unseres Einkaufsbummels. Ihr seht, die Läden, die gibt es überall auch auf der Welt. Aber die Lage ist halt gut und die Palmen, die machen schon ein bisschen Urlaubsfeeling hier, oder? Das waren schon die Shops in La Cantera San Antonio. Und wir haben jetzt 3:39 Uhr PM unserer Zeit. Und wo treibst du uns jetzt hin? Ich habe noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schauen wir mal erstmal Richtung Austin. Da kommen wir ja noch an so vielen tollen Sachen dran vorbei. Vielleicht halten wir. Boah, und betet mal für mich, dass wir bei Hooters halten. Wirklich, Hooters, Alter, Hooters. Vielleicht kriegen wir die Dame dazu Hooters, wegen der Wings. Die Wings sollen super. Ist ein bisschen schade, dass wir noch nicht abends haben, weil ich habe eigentlich geplant, dass wir hier bis Abend sitzen und dann was essen und dann nach Hause fahren. Aber jetzt ist halt erst Nachmittag, das heißt, wir müssen noch mal leider irgendwo einkehren. Und wir nehmen euch natürlich mit, versprochen. So Leute, da leider Hooters zu hat, die haben wirklich geschlossen. Für immer geschlossen. Für immer geschlossen und wir wollten eigentlich dann, haben wir überlegt, ins Twin Peaks zu gehen, das ist so ähnlich wie Hooters, aber es reicht jetzt auch, wirklich. Wir gehen jetzt in einen Biergarten im Boulding Acres hier in Südwest-Austin und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir nochmal was hinterher schieben, darum sage ich schon mal schönen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Und schönen Dank fürs Folgen. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Bis ganz bald, ihr Süßen. Ciao. Ciao.